Vor einiger Zeit habe ich euch ein wenig die Linie 22 gezeigt, die vor nunmehr 25 Jahren eingestellt wurde. Sie war im bis 2001 gültigen Liniennetz die einzige Straßenbahnlinie, die die Innenstadt nicht berührte. Ein Merkmal, das im Laufe der Zeit nur wenige Straßenbahnlinien in Leipzig teilten. Im Teil 5 der kleinen Zeitreise haben wir uns den Streckenabschnitt in der Richard-Lehmann-Straße angesehen. Das Video habe ich oben rechts verlinkt. Die Fotostandorte sind mit roten Pfeilen gekennzeichnet. Heute schauen wir uns den nördlichen Teil an und hier besonders die Hermann-Liebmann-Straße. Das erste Bild entstand an der Endstelle Thekla. Der Tatra-Wagen 1932 steht als erster Triebwagen einer Doppeltraktion auf dem inneren der beiden Schleifengleise. Dieses Foto entstand bereits 1999. Zu dieser Zeit waren die Linienschilder noch in der jeweiligen Farbe der Linie gehalten. Im Falle der Linie 22 war dies gelb. Zum Fahrplanwechsel im Sommer 1999 wurden die farbigen Schilder durch einheitlich weiße Schilder mit schwarzer Schrift ersetzt. 1999 endeten in Thekla nicht weniger als 4 Straßenbahnlinien. Neben der Linie 22 waren das die Baulinien 31 und 37, die hier die wegen des Neubaus der Berliner Brücke umgeleitete Linie 1 ersetzten. Die Linie 57 wiederum war eine Spät- und Wochenendlinie, die statt der Linien 31 und 37 in den Nebenzeiten fuhr. Es war seinerzeit gängige Praxis, zu den Schwachverkehrszeiten besondere Linien einzurichten, die sich aus Linienästen von nur tagsüber eingesetzten Linien zusammensetzten. Diese Linien hatten Nummern im 50er-Bereich, wie auch die in Thekla fahrenden Buslinien 54 und 55, die abends und am Wochenende die Linien 22, 81 und 82 beziehungsweise die Linien 80 und 84 ersetzten. Heute fährt in Thekla nur noch eine Straßenbahnlinie, die Linie 9. Auch die Zahl der Buslinien hat sich reduziert, auch wenn mit der Linie 79 eine weitere Verbindung hinzugekommen ist. Auf der Linie 9 steht Wagen 1044 in der Wendeschleife. Der Wagen ist mit Baujahr 2020 noch recht neu. Das Drumherum sieht aber fast genauso aus wie vor mehr als 25 Jahren. Machen wir jetzt einen großen Schritt nach Mockau Süd. Die Tatra-Doppeltraktion mit Wagen 1918 an der Spitze hat wenige Monate vor der Einführung des neuen Netzes 2001 die Haltestelle Mockauer Vollbedingstraße verlassen und fährt nun weiter in Richtung Schönefeld. Im Hintergrund sieht man Gewerbe- und Industriebauten, die ihre besten Zeiten schon hinter sich haben. Der Blick geht von der Ecke Mockauer und Vollbedingstraße in Richtung Norden. 2001 fuhr die Linie 1 als langjährige Stammlinie wieder nach Thekla und die Linien 31 und 37, die es 1999 noch gab, waren obsolet geworden. (2026) gab es für ein paar Wochen wieder eine Linie 31. Wagen 1048 biegt wie die Tatra-Garnitur auf dem Foto von der Mockauer Straße nach Schönefeld ab. Auf der Linie 22 fuhren auch Niederflurwagen. Der Wagen 1108, der zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade einmal knapp 6 Jahre alt war, hat als 22E die Haltestelle Stöckelstraße erreicht. Die 22E verstärkte die im 20-Minuten-Takt fahrende Linie 22 abschnittsweise zu einem 10-Minuten-Takt. Der NGT 8 wird nicht bis zur Endstelle Dölitz fahren, sondern bereits in der Wiedebachstraße nahe des Connewitzer Kreuzes enden. In Schönefeld fuhren neben der Linie 22 noch die Linien 17 und 27, die gemeinsam die Verbindung zum Hauptbahnhof und zur Innenstadt herstellten. Heute fährt hier neben den Buslinien nur noch die Linie 1. Die Linie 70, die 2001 nur abends und am Wochenende fuhr, hat die Linie 22 vollständig ersetzt. Auf Linie 70 fahren Gelenkbusse im 10-Minuten-Takt. Dennoch gerät diese Linie auf einigen Abschnitten an ihre Kapazitätsgrenze. Nicht nur deswegen vermissen heute viele Fahrgäste die Straßenbahnlinie 22. Nun sind wir in Volkmarsdorf an der Kreuzung von Hermann-Liebmann und Eisenbahnstraße. Auf der Hermann-Liebmann-Straße ist ein Fahrschulzug mit dem Leerwagen 5002 an der Spitze Richtung Schönefeld unterwegs.
Im Vordergrund sieht man die Gleise auf der Eisenbahnstraße. Interessant sind auch die gelben Telefonzellen, von denen an dieser belebten Ecke gleich 3 Stück standen. Der Blick geht in Richtung Süden in die Hermann-Liebmann-Straße. An dieser Kreuzung trafen sich 2001 6 Straßenbahnlinien. Neben den Linien 17 und 27 aus Schönefeld und der Linie 22 in Nord-Süd-Richtung fuhren hier auch die Linien 3, 8 und 13 aus Richtung Sommerfeld, Paunsdorf bzw. Tauchau. Heute sind es noch 3 Straßenbahnlinien und die Buslinie 70. Die Gleise an dieser Stelle sind schon vor einigen Jahren ausgebaut worden. Auch die Telefonzellen sind schon längst verschwunden, als der Solaris-Gelenkbus die zwischenzeitlich barrierefrei ausgebaute Haltestelle bedient. Heute gibt es Planungen, im Zuge des Netzausbaus die Straßenbahnstrecke durch die Hermann-Liebmann-Straße wieder einzurichten. Ich fürchte aber, das wird noch ein paar Jahrzehnte auf sich warten lassen. Eine Telefonzelle aus dem letzten Foto kann man im Hintergrund dieses Bildes sehen. Wir befinden uns ein kurzes Stück weiter südlich auf der Hermann-Liebmann-Straße, wo wenige Tage vor der Einstellung des Linienverkehrs eine Tatra-Doppeltraktion Richtung Dölitz unterwegs ist. Das Bild wurde am Ostrand des Stadtteilparks Rabeth mit Blick Richtung Norden aufgenommen. Dabei stand ich an der Ecke zur Marthastraße. Die Marthastraße wurde im Zuge der Neugestaltung des Stadtteilparks 2006 aufgehoben. Die Linie 70 hat ein Stück südlich davon eine zusätzliche Haltestelle Dornberger Straße erhalten. Seit 2010 fährt sie über die Bergstraße und nicht mehr über die südliche Hermann-Liebmann-Straße. Davon abgesehen hat sich nicht viel verändert. Auch die Gleise liegen an dieser Stelle großteils noch. Den Abschluss bildet diese Aufnahme von der Ecke Wurzner und Hermann-Liebmann-Straße. Eine Doppeltraktion mit Wagen 1912 an der Spitze biegt hier aus der Wurzner Straße Richtung Schönefeld ab. Man kann erkennen, dass die Kurve recht eng ist und die Strecke in eine leichte Steigung übergeht. Eine andere Perspektive dieser Stelle hatten wir uns schon im Teil 3 der kleinen Zeitreise angeschaut. In der Infokarte findet ihr den Link dazu. Neben der Linie 22 fuhr auf der Wurzner Straße die Linie 6 auf ihrem Weg vom Sommerfeld zur Endstelle Gohlis-Landsberger Straße. Heute fährt hier nur noch die Linie 7, die mit dem neuen Netz 2001 die Linie 6 auf dieser Strecke abgelöst hat. Mit dem barrierefreien Ausbau der Haltestelle Wiebelstraße wanderte diese auf die nordöstliche Seite der Kreuzung. Die Gleise in der Hermann-Liebmann-Straße wurden bereits kurz nach der endgültigen Stilllegung der Strecke ausgebaut. Die Weichen lagen noch ein paar Jahre und folgten 2012. Seit der vorhin erwähnten Verlegung der Linie 70 durch die Bergstraße gibt es auf diesem Teil der unteren Hermann-Liebmann-Straße keinen Linienverkehr mehr. Der Straßenraum an dieser Stelle wurde neu aufgeteilt und die Kreuzung mit einer Ampelanlage ausgerüstet. Eine Leoliner Doppeltraktion fährt auf der Linie 7 Richtung Sommerfeld gerade in die Haltestelle Wiebelstraße ein. Ich hoffe, euch hat diese Fahrt mit der Linie 22 gefallen. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.